Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video, wo ich wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und zwar, wir werden uns in diesem Video mit dem Thema Upscaling befassen und ihr seht schon hier im Hintergrund, ich habe was vorbereitet. Das werde ich euch gleich aber erklären und keine Sorge, ich glaube, es sieht erschreckender aus, als es wirklich ist. Aber bevor wir da reingehen, möchte ich noch ein paar Dinge loswerden. Und zwar trudeln inzwischen auch schon die ersten Feedbacks auf dem Kanal ein, was mich sehr freut, auch wie sich der Kanal gerade entwickelt. Freue mich wirklich sehr. Und ich möchte mal kurz auf zwei Feedbacks eingehen. Zum einen habe ich im allerersten Video etwas falsch herum erzählt. Und zwar, wir scrollen hier oben mal rein. Der CFG-Scale. Ich habe, glaube ich, gesagt, je weiter man ihn aufdreht, umso kreativer ist die AI. Und je weiter man runter, umso unkreativer. Das stimmt nicht so ganz. Und da hatte der Kommentator natürlich recht. Das möchte ich mal eben kommentieren. Tatsächlich ist es so, je höher ihr den CFG einstellt, umso näher hält sich die KI an ihr Prompt. Also hier, an die Prompts. Gell? Und je weiter runter, umso weiter entfernt sie sich von den Prompts. Das wollte ich nochmal richtig stellen. Und zum Zweiten habe ich einen Kommentar gekriegt, in dem ich gefragt wurde, ob ich für die SDXL-Folge das JSON bereitstellen kann. Und ich habe jetzt mal ausprobiert, mit Pastebin zu arbeiten. Das ist das allererste Mal. Ich hatte noch nie vorher einen Pastebin-Account, den habe ich mir erstellt. Der ist kostenlos. Ich werde mal gucken, ob das funktioniert, aber auf jeden Fall von diesen JSON-Files hier den Code auf Pastebin veröffentlichen, sodass ihr ihn runterladen könnt und in JSON-Files packen. Ich hoffe, das funktioniert so, sonst muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Aber das wäre ja schon eine ganz gute Lösung dann, dass ihr dann diese Samples, die ich euch hier zeige, direkt bei euch einbinden könnt. Auf jeden Fall auch noch, solange wir hier im Native ComfyUI Node Setup unterwegs sind, sobald Custom Nodes dazukommen. Da habe ich auch schon was im Hinterkopf, aber da muss ich mich dann mit befassen, wenn es soweit kommt. Jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal hier was zum Upscalen vorbereitet. Gut, ihr werdet zwei Sachen brauchen im Vorfeld. Und zwar, wir benutzen an einer Stelle ein Upscaling Model. Und dafür ist diese Quelle hier gut. Das ist die Upscale Wiki. Den Link packe ich euch rein. In die Beschreibung. Packe ich euch in die Beschreibung. Und zwar ist der wichtige Punkt hier unten eigentlich Model Database. Da sind zwei Links. Einmal die Official Models, trained by original paper authors. Wenn man da draufklickt, sieht man hier verschiedene Models, die man sich runterladen kann. Ich persönlich habe diese Models hier nicht verwendet. Ich wollte euch nur mal sagen, dass es das gibt. Ich bin eigentlich mehr im Our Custom Models Bereich unterwegs. Und ich denke, das werde ich euch auch verlinken. Beziehungsweise beides. Einmal die Hauptseite und einmal diese Untersektion hier. Und hier habt ihr nämlich Upscale Models nach verschiedenen Kategorien sortiert. Das hat den Vorteil, da könnt ihr gucken, was möchte ich jetzt upscalen? Sind es jetzt Zeichnungen, sind es Gemälde, sind es Real Photographies? Das ist hier skaliert. Es gibt sogar auch Upscaler extra für Game Footage und so. Da könnt ihr euch ja mal durchklicken. Was wir in diesem Video allerdings brauchen, ist das sogenannte, das müsste hier sein, genau, 4x ArtStation 1000 Sharp. Aufgrund meiner Rumprobiererei habe ich herausgefunden, dass das irgendwie für mich am besten wirkt. Und das verbirgt sich, wenn man hier runter scrollt. Es gibt inzwischen ein ArtStation 1337. Ist hier das heißt inzwischen, ich glaube, es gibt es schon länger. Allerdings verbirgt sich das, was wir jetzt brauchen oder was ich hier benutzt habe, hier hinter. Klickt da drauf, dann kommt ihr nämlich auf einen OneDrive-Folder des Erstellers. Geht hier einmal zurück auf Machine Learning und hier oben habt ihr die ArtStation 1000 Models. Und hier könnt ihr das ArtStation 1000 Sharp PTH runterladen.
Wenn ihr das ladet, was macht mein Ordner denn hier? Schieben wir den mal rüber. Wenn ihr das ladet, das kommt in euren ComfyUI Installationsfolder unter ComfyUI Models und hier unten gibt es extra ein Upscale Models Folder. Da müsstet ihr das dann reinpacken. Ich habe es jetzt hier drin. Ich gehe nochmal eben in den Anfangsbereich. Wir brauchen nämlich noch was. Und zwar, das kann ich zumachen hier. Wir brauchen für einen anderen Upscaling-Bereich ein Control-Net. Und zwar ist das Control blablabla SD15 Teil. Und das findet ihr. Ich zeige es euch mal eben. Das ist die ComfyUI Startseite oder GitHub-Seite. Der Link befindet sich in jedem meiner Videos unten in der Beschreibung. Geht hier auf ComfyUI Examples. Dann habt ihr hier einen Unterpunkt ControlNets and T2I Adapter. Und hier oben, hier nämlich, da verstecken sich die Links. Hier könnt ihr einmal die Original Versions runterladen. Das sind diese PTH-Dateien hier. Hier ist auch schon unser SD15-Teil, PTH. So, und es gibt aber parallel dazu noch eine Safe Tensors Version. Das wird auch diese hier sein, SD15-Teil. FP16 Safe Tensors. Die ist ein bisschen kleiner. 1,45 GB im Gegensatz zu 723 Megabyte. Die müssten beide funktionieren. In meinem Fall habe ich hier jetzt das hier SD15-Teil.pth benutzt. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, ladet euch das auch runter. Und die Dinger kommen nämlich in den Installationsfolder ComfyUI Models und hier in ControlNet. So. Und hier sehen wir schon, da ist das 1,4 GB große File drin. Gut, das sollte an Prerequisites reichen. Ich hoffe es. Ich mache hier mal alles zu. Die Links hierhin werde ich euch auch in die Beschreibung packen. Ich wollte nur mal kurz zeigen, wie ihr von der Startseite aus dahin kommt. Aber für die Convenience packe ich euch die direkt auch in die Beschreibung, damit ihr nur draufklicken müsst und dann könnt ihr euch die direkt runterladen. So, was habe ich hier gemacht? Ich habe es bunt gemacht, auf jeden Fall. Wir fangen mal vorne in der Chain an. Das ist eigentlich nicht so kompliziert, wie es aussieht, habe ich ja anfangs schon gesagt. Aber einen Schritt nach dem anderen. Im Prinzip haben wir hier oben einen Load Checkpoint, wie wir es gewohnt sind. Wir haben unsere 3 Input Prompts, wie wir es auch schon aus den vorigen Videos gewohnt sind. Die gehen in die Encodes rein. Das kennen wir auch schon. Wir machen ein Conditioning Combine für den Positive Prompt. Der geht in den Sampler rein. Der Negative Prompt geht in den Negative rein. Und wir haben ein Empty Latent Image in der Größe von einer Weite 512 Pixel in der Höhe 768, damit wir ein Porträtfoto hinbekommen. Das ist so der Einstiegspunkt. Das sollten wir kennen bereits, wenn ihr meine Videos verfolgt habt. Das haben wir immer aufgebaut. Weitergehend, die mit rot markierten Nodes, diese hier, sind im Prinzip Nodes, die wir für weitere Upscaling-Bereiche benötigen. Das heißt, da gehen Abzweigungen runter in andere Bereiche des Upscalings. Deswegen habe ich die rot markiert, hier oben die grauen Dinger. Ich habe immer mal als Preview-Image so Zwischenschritte, damit wir uns die auch angucken können, was die entsprechenden Nodes machen. Und dann geht es hier nämlich runter in die Farben. Gut, hier ist noch ein bisschen Gewirre. Das bedeutet aber, also im Prinzip kann man schon mal sagen, wir brauchen für jedes Upscaling noch einen weiteren Sampler. Und es wird immer so sein, dass ihr mehr Rechenzeit für diesen Sampler einplanen müsst, da der ja schon ein neues vergrößertes Bild nochmal überarbeiten muss. Da kommen wir aber gleich. Oder es wird wahrscheinlich klar werden im Laufe des Videos. Wo waren wir? Fangen wir einfach mal an mit Grün. Grün
ist im Prinzip nur ein Simple Upscale Image. Was habe ich da gemacht? Das bezieht sich nur darauf, dass ich hier die Upscale Image Node reingebaut habe. Die findet ihr Image Upscale Image. Das ist diese Node hier. Also im Prinzip wird das Bild, was der erste Sampler, der hier drüben ist, erzeugt hat, dekodiert und vergrößert mit einem Cropping im Center. Das heißt, wenn die Pixelmaße nicht 100% stimmen, wird es rundherum abgeschnitten. Das Ergebnis geht in ein VAE-Encode rein, kommt dann im grünen Sampler an. Übrigens alle Sampler sind hier vorne verbunden mit denselben Prompt-Eingaben, dass wir Positives und Negatives gleich haben. Kommt im grünen Sampler an. Der grüne Sampler berechnet nochmal alles und gibt uns dann am Ende das Bild aus. Was ich für alle Sampler hier an der Stelle noch gemacht habe, ist, ich habe die Seed entkoppelt, ne, mit Rechtsklick und Convert Seed to Input heißt es an der Stelle dann. Jetzt haben wir hier Convert Seed to Widget natürlich, der rückwärtige Weg. Aber um sicherzustellen, dass wir auch möglichst immer die gleichen Resultate kriegen. Die werden nicht gleich sein, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, da jeder Sampler natürlich seine eigene Kreativität wieder ein bisschen hinzufügt, ne, mit der CFG. Aber wir werden es vergleichen im Laufe des Videos und dann könnt ihr euch ja entscheiden, welche Upscaling-Variante ihr nehmen wollt. Okay, das war der grüne Pfad. Der lila Pfad. Im lila Pfad verwenden wir dann das Upscaler-Model. Das findet ihr unter, jetzt muss ich immer mal selber gucken. Einen Moment. Load Upscale Model ist das einmal. Und unter Image Upscaling Upscale Image Using Model. Das sind diese beiden Nodes. Ne, im Prinzip verbindet ihr hier das Model mit dieser Node und packt das Bild vorne rein und hinten kommt dann wieder ein abgescaltes Bild. Ist das ein Wort, abgescaled? Ein hochskaliertes Bild wieder raus und das verarbeiten wir weiter. Auch hier habe ich wieder die Upscale Image benutzt mit denselben Werten wie hier oben, damit wir auf dieselbe Bildgröße am Ende rauskommen. Was ihr hier allerdings beachten müsst ist, das sagt der Name des Upscaling Models schon, 4 times bedeutet, das Bild wird ums Vierfache vergrößert. Also wenn wir hier einen Ausgangspunkt von 512 x 768 haben und das mal 4, dann könnt ihr euch ja ausrechnen, wie groß die Bildmaße sind. Das wollen wir dem Sampler nicht antun für diesen Durchlauf hier. Ich gehe immer, weil ich auch WQHD Auflösung auf meinen Monitoren habe, gehe ich immer von einer Höhe von 1440 aus und passe das dann dementsprechend an. Es gibt schönere Varianten von dieser Node in Custom Nodes, wo man zum Beispiel nur sagen kann, Upscale Image aufgrund nur einer Variable. Also dann kann man sagen, die Höhe des Bildes soll am Ende 1440 sein und die Weite berechnet er dann automatisch. Das macht durchaus Sinn, wenn man mal zwischen Portrait und Landscape Modes wechseln möchte, weil man sich dann nur auf die Höhe ist immer konstant. Ihr könnt auch als Höhe 1080p oder sowas eintragen, je nachdem, was ihr am Ende haben möchtet. Aber die Höhe wäre in dem Fall immer konstant und die Weite errechnet er sich, was bei Portrait und Landscape Unterschieden natürlich dann super praktisch ist. Aber für hier, wir gehen jetzt mit dem Portrait-Modus weiter, ist das absolut ausreichend. So, auch hier haben wir wieder ein VAE-Encode. Das Ganze geht in den Sampler rein, wie man hier an den weißen Strichen auch sieht. Wir kriegen die Seed, wir kriegen dieselben Positives und Negatives, wir kriegen dasselbe Model. Wird dekodiert und ein Image ausgespuckt. Der blaue Pfad oder Cyan war es, glaube ich. Ich glaube, die verkaufen das hier als blau und das hier als Cyan. Auf jeden Fall hier dieser Cyan-blaue Pfad. Hier verwenden wir das ControlNet-Teil. Und zwar das ControlNet-Teil berechnet das
Conditioning neu, um am Ende ein größeres Bild erzeugen zu können von dem, was es als Ursprung hat. Also hier Ursprungsbild ist das, was wir hier oben schon aus unserer roten Upscale-Note gekriegt haben. Ich habe ja gesagt, rot bedeutet, das werden wir für verschiedene Zweige benutzen. Das haben wir nämlich einmal hier oben beim simplen Upscaling benutzt und jetzt hier unten in der ControlNet-Variante mit einer Stärke von 1. Da wird halt einfach, also im Prinzip teilt dieses ControlNet das Bild auf in mehrere kleine Bereiche und benutzt die dann zum Upscalen und setzt es dann nachher wieder zusammen. Auch hier gehen wir in den nächsten Sampler rein, machen VAE-Decode und speichern uns das Bild weg. Der lilane Pfad ist im Prinzip nur noch mal ein Check. Das hatte ich selber vorher nicht ausprobiert. Hier habe ich einfach die Upscale Latent Node benutzt. Achso, Load ControlNet finde ich selber nie, mache ich immer so. Ne, ich gebe Control in die Suche ein, wähle einen ControlNet Loader aus, noch wieder Doppelklick, gebe Control in die Suche ein, mache einen ControlNet Apply und dann habt ihr die beiden Nodes. Ganz vergessen. So, zurück zum lila Pfad. Das ist einfach ein Upscale Latent. Ist im Prinzip so ähnlich wie ein Upscale Image, wie hier. Aber Upscale Latent, da haben wir keine Bilddekodierung. Habe ich einfach mal zum Vergleich mit reingenommen. Ob wirkliche Unterschiede dadurch entstehen, weiß ich nicht. Aber einfach zum Vergleichen, jetzt ist es, glaube ich, mal ganz gut, das zu haben. Und hier unten, der etwas abgetrennte Pfad, den habe ich ein bisschen separiert, ist im Prinzip meine Variante, wie ich sie gerne benutze, um Bilder hoch zu skalieren. Ich habe eine Mischung aus mehreren Dingern hier benutzt. Mein Bild, das kommt im Prinzip nur aus dem Sampler hier oben, aus dem ersten Sampler, der generierten Bild. Es wird dekodiert. Das Bild geht hier runter, kommt in ein Upscale Introducing Model. Hier habe ich auch wieder die ArtStation 1000. Wir erinnern uns, das bläst das gesamte Bild vierfach auf. Dann skaliere ich es runter auf die gewünschte Größe. Ich benutze dann an dieser Stelle noch ein Image Sharpen. Jetzt bei der bei der eingebauten Node von Stable Diffusion bin ich jetzt mit einem Wert von 0,3 rangegangen. Mit einer anderen Node, die ich aus den Custom Nodes benutze, war der Wert 0,5. Ich gucke immer so, dass ich so gerade diesen Schwellpunkt erreiche, wo man erkennt, also leichte Unterschiede zwischen den Bildern erkennt, vor und nach dem Schärfen. Allerdings, wo die Schärfung jetzt nicht richtig krass ins Auge sticht. Aber dadurch, dass man das Bild schärft, macht es das noch ein bisschen leichter und schöner zu berechnen für den nachfolgenden Sampler. Also ich schärfe das Bild ein bisschen, mache dann ein Encode, damit ich es in den zweiten Sampler als Latent packen kann und packe aber gleichzeitig oben in das Conditioning auch noch das ControlNet rein, aber hier mit dem Bild, welches schon vergrößert wurde und geschärft wurde. Ne, dann hat das Conditioning, wird dann durch das ControlNet-Teil ergänzt und bekommt auch gleichzeitig das von uns schon bearbeitete Image rein. Das Ganze geht dann in den Sampler wieder. Noch ganz wichtig zu beachten, ihr müsst bei den zweiten Samplern hier, sehe ich gerade, immer ein Denoise von 0,5 benutze ich immer, angeben, damit der Sampler auch noch selber ein bisschen was dazu berechnen kann. Je niedriger ihr das macht, umso mehr berechnet er dazu. Ne, umso weniger, und je höher ihr das macht, umso mehr berechnet er dazu. Das heißt, wenn ihr das auf 1 stellt, kriegt ihr ein komplett anderes Bild als das, was ihr eigentlich upscalen wollt. Genau, so. Niedriger bringt auch nichts. Das werde ich gleich wahrscheinlich hoffentlich nochmal erwähnen, wenn ich es nicht vergesse. 0,5 ist eigentlich ein ganz guter Wert. Je nach Bild kann man mal ein bisschen spielen, ob man runter geht mit dem Denoise oder hoch geht mit dem Denoise. Das muss man dann gerade im Image-to-Image-Bereich gucken, wenn man ein Originalbild hat. So, der zweite Sampler macht seine Arbeit. Wir machen ein VAE-Decode. Wir machen erneut ein Image-Sharpening mit
mit denselben Werten, nämlich immer theoretisch. Könnt ihr natürlich auch hier sagen, hier Sigma und Alpha to Input und euch dann Primitives dranhängen, sodass ihr hier vorne und hier hinten dieselben Werte erhaltet. Ist jetzt aber für den Durchlauf hier, glaube ich, nicht so notwendig. Und hier habe ich gesehen, hier habe ich noch was übersehen. Ich habe nämlich gestern mit den Previews gearbeitet und habe das jetzt eben erst kurz vor Aufnahme auf Save Images umgestellt. So. Gut. Als Prompt. Wir lassen die jetzt alle mal rattern hier. Als Prompt habe ich genommen Photography of a woman standing in front of American gas station close-up und Masterpiece Absurd Res High Detail. Hier fehlen Kommata. 8K Intricate Realistic. Wieso habe ich denn da keine Kommata gemacht? Und als Negatives Embedding Bad Dream und Embedding an Unrealistic Dream, die ich euch vorgestellt habe im Textual Inversion Video. Okay, ich würde sagen, wir drücken mal auf Start und gucken mal, was sich hier tut. Mein ComfyUI läuft noch, ne? Genau. Konsole macht was. Checkpoint wird geladen, der erste Sampler rattert los. Wir erhalten das Bild und jetzt sehen wir, ich mache es mal auf groß, wie es hier durch die Nodes durchrattert. Wir haben jetzt schon unsere Preview-Images aus den ersten Zwischensteps. Der erste Sampler ist fertig. Ich habe übrigens auch noch kein Konzept gefunden. Ich habe das von oben nach unten aufgebaut. Ich habe aber noch kein Konzept gefunden, in welcher Reihe er diese Sampler hier ansteuert. Jetzt hat er halt den vierten fertig. Jetzt macht er im zweiten weiter. Wir sehen so aus dieser Vogelperspektive hier auch schon, dass die Bilder sich alle sehr ähneln. Schwupp, da ist das nächste. Welchen nimmt er als nächstes? Den grünen, den Cyanpfad. Man sieht auch schon, ne, die Sampler werden ein bisschen langsamer, weil jetzt muss halt ein 1440p hohes Bild berechnet werden. Schwupps, da ist es. Und jetzt kommt unten mein Custom Setup, welches ich benutze und welches ich beim Testen dieses Videos hier auch immer noch am besten fand, muss ich sagen. Die anderen waren gut, keine Frage, aber das fand ich immer noch am besten. Und jetzt mal gucken, ob es sich während der Aufnahme in diesem Video bewahrheitet. Okay, gucken wir mal eben an, was wir bekommen haben. Wir haben als Originalbild dieses hier bekommen. Ja, eine Frau vor einer Gasstation. Genau. Nach dem Upscaling sieht das Ganze so aus. Ich habe ein bisschen Sorge, ob das hier zu transparent ist, aber ich glaube, das geht. Okay, es ist halt ein einfaches Upscaling, ne? Die Pixel werden aufgebläht. Wir sehen hier schon, es wird sehr pixelig. Und das meinte ich auch mit, wenn ihr in einem Sampler die Denoise zu weit runter dreht, dann bekommt ihr auch wieder ein pixeliges Bild, weil die KI an der Stelle dann denkt, die Pixel muss ich so mitberechnen oder auch so wiederherstellen. Die KI denkt, das ist eine schöne Aussage, oder? Früher hat man immer gesagt, das Programm denkt, aber bei einer KI ist das ja erschreckend näher an der Realität als bei einem Programm. Naja gut, okay. Und im grünen Pfad haben wir dieses Ergebnis bekommen. Das war der Outcome aus... das Originalbild mache ich nicht, sondern wir nehmen mal das abgescalte Bild. Upscaled, hochskalierte Bild. Muss ich mich dran gewöhnen. Das war der Ursprung und das haben wir jetzt erhalten. Nach dem Upscaling allein durch die Upscale Image Node, genau so heißt sie, ist schon ein deutlicher Unterschied, oder?
Gut, das machen wir nochmal wieder zu. Wir lassen das Bild mal offen. Jetzt schauen wir uns mal den Pfad an. Upscale with Model. Ne, wir erinnern uns, das war das ArtStation Model. Auch hier können wir mal kurz den Zwischenschritt überprüfen. So sieht das vierfach aufgeblähte Bild nämlich aus, wenn der AI-Upscaler, weil das sind diese Upscaling-Models auch, es sind auch kleine Netzwerke, die das Upscaling vornehmen und Pixel ergänzen. So sieht das dann zwischendrin aus. Wir sehen, es ist nah am Original, oder beziehungsweise es ist ja das Original. Es wurden nur zum Upscalen Pixel ergänzt. Das ist aber nur ein Zwischenschritt. Wir gehen hier halt wieder runter auf die Größe, die wir haben möchten, jagen das in den Sampler und erhalten dadurch am Ende dieses Bild. Das hier war wieder das Originalbild nur normal hochskaliert. Das ist jetzt das Bild mit dem Upscaler Model. So, wir schauen uns den nächsten. Der letzte ist es noch nicht, bei weitem nicht. Wir gucken jetzt nochmal eben in den ControlNet-Pfad. Schauen uns auch hier das Bild an. Das ist das Upscaling mit dem ControlNet. Man muss sagen, es ist hier hinten ein bisschen unschön geworden. Mit dem reinen ControlNet. Die Dame an sich sieht gut aus. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen pixeliger. Aber nichtsdestotrotz zum Original auch schon ein großer Fortschritt. So, das machen wir wieder zu. Wir schauen uns das reine Latent Upscale an. Auch hier haben wir ein sehr gutes Ergebnis, wie ich finde. Man muss auch immer mal ein bisschen die Details im Hintergrund gucken. Dadurch, dass die AI jetzt natürlich an der einen Stelle dieses Bild hier, das Originalbild, als Referenz hat, aber trotzdem 0,5 Kreativität über den Denoise kriegt, werden natürlich auch wesentlich mehr Details im Hintergrund ergänzt. Ne? Das regelt ihr eigentlich mit diesem Denoise-Faktor. Je weniger, umso mehr wird es am Original gelassen, je mehr, umso mehr erhaltet ihr auch ein neues Bild oder hinzugerechnete Details. Spielt dann hier ruhig mit anstatt 0,5 macht ihr mal 0,55 oder so oder mal auf 0,6. Da müsst ihr selber ein bisschen testen, wie ihr die Schwelle setzen wollt. Und der letzte Pfad, wir erinnern uns, das ist das, was ich gerne benutze. Einmal ein Upscaling Model, das ArtStation, dann runterrechnen auf die Zielgröße. Wir schärfen das Bild, damit der Sampler eine schärfere Grundlage als Vorbild hat. Wir können uns hier mal den Zwischenschritt angucken. Ist im Prinzip auch noch das Originalbild, aber hochskaliert mit Upscaling Model und Schärfe drauf. Dann gehen wir VAE Decode. Wir machen noch ein ControlNet oben drauf, packen das alles in den Sampler. Nach dem VAE Decode schärfen wir das Bild nochmal und erhalten am Ende dieses Resultat. Und es ist auch wesentlich besser. Es sind Details hinzugekommen. Es ist alles ein bisschen mehr gerade gerückt. Ja, hier ist irgendwas schiefgelaufen für diesen Fall. Aber nun gut, das kann immer passieren. Dann jagt es nochmal durch. Wir haben ja auch, ich glaube, die Seed ist noch auf Fixed. Genau, die steht auf Fixed hier oben. Da werde ich gleich auch nochmal ein zweites Bild generieren lassen. Gut. Was wir jetzt mit diesem Setup machen können, ist, wir können uns auch die verschiedenen Unterschiede angucken. Wir lassen das Originalbild nochmal offen. Wir können uns aber super angucken, was jetzt zum Beispiel der Unterschied ist, wenn wir das Bild hier nehmen. Das war das reine Image Upscaling zum Vergleich mit dem Latent Upscaling. Und wir sehen, das ist das Image Upscaling, das ist das Latent Upscaling. Latent Upscaling finde ich tatsächlich ein bisschen stärker. Ja, es ist nicht verpixelt, es sieht irgendwie ein bisschen überschärft aus, finde ich. Während das Upscaling vom Bild her natürlicher wirkt. Wir können aber auch Vergleiche fahren, wie zum Beispiel, wie verhält sich denn jetzt das reine ControlNet
mit zum Beispiel meiner Chain, die ich gerne benutze. Hier sehen wir das reine Control-Net. Hier ist der Hintergrund irgendwie strange. Hier ist der Hintergrund gerade gerückt, aber am Hauptmotiv ändert sich wirklich nicht viel. Das kann man tatsächlich der Randomisierung des Samplers zuschreiben. Wir könnten auch nochmal vergleichen, ob jetzt zum Beispiel wie ein Model Upscaling sich im Vergleich zum Control-Net verhält. Hier haben wir wieder das Control-Net immer noch. Der Hintergrund ist auch hier, ne? Irgendwie, das sieht so ein bisschen verpixelt aus. Hat ein bisschen was von C64 hier hinten. Da ist das schon wesentlich sauberer. Aber ich denke, andere Varianten, wie zum Beispiel diese hier, haben dann im Vergleich wieder zu der einfach wesentlich mehr Details im Hintergrund erhalten. Ja? Und hier ist nochmal das Originalbild hochskaliert und wir können nochmal, was wir auch nochmal als Vergleich machen können, ist, wir können das original generierte Bild nehmen mit der Variante des Upscalings. Das hier ist übrigens, wenn ihr es mal gehört habt, das hier ist der sogenannte High-Res-Fix, also ein Model aufblasen oder ein Bild aufblasen, vierfach von der Größe her, wieder runterrechnen lassen auf die Zielgröße und dann nochmal einen Sampler jagen. Das ist der High-Res-Fix hier an der Stelle. Wobei ich denke, man kann die anderen auch schon als High-Res-Fix irgendwie verwenden. Aber ich glaube, das ist auch die Variante, die offiziell auf der Comfy UI Seite vorgestellt wird. Allerdings in Anführungszeichen. Da weiß ich nicht, was sie meinen. Aber hab das mal gehört. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte einmal das Originalbild vergleichen mit dem High-Res-Fix. Das machen wir mal. Also im Prinzip haben wir aus diesem Bild jetzt dieses hier erstellt. Ich mache es mal kleiner, es ist größer, ne? Ihr wisst es aber. Und man sieht es schon, ne? Okay, ich lasse jetzt noch einmal die Sampler rattern. Wir stellen einmal hier unsere Seed auf Randomize. Es kann sein, dass wir... Macht er es? Er macht's. Leider sind die Seeds immer randomized nach jedem Durchlauf. Ich hätte es lieber davor, weil das verhindert sonst, dass man ein Seed mal irgendwie locken kann. Aber naja. Während die Sampler hier rattern, das müssen wir uns ja nicht nochmal angucken. Ich hab was rausgefunden. Wenn ihr jetzt mehrere Nodes hier zum Beispiel hinpackt, da war ich auch sehr erstaunt. Das habe ich erst jetzt, obwohl ich schon seit Monaten Comfy UI verwende, habe ich das jetzt erst rausgefunden. Lasst mich mal eben kurz hier. So, man hat jetzt ein paar Nodes hier, ne? So. Ihr könnt die mit, wenn ihr Steuerung gedrückt haltet, alle markieren. Und ich habe mich immer geärgert, warum kann ich nicht alle wegschieben? Ihr könnt es auch mit Steuerung und dann Maus drüber ziehen machen. Aber wenn ihr Shift drückt, dann könnt ihr alle Nodes bewegen. Und was noch besser ist, die Nodes snappen in ein Grid. Das wusste ich bisher nicht. Wenn man Shift drückt und dann die Nodes zieht, dann shiften die in Grids. Obwohl die Grids auch oder die Node-Größen an sich nicht immer ganz passend sind. Aber, was ist er denn? Das ist leider noch ein Bug. Oder unschön umgesetzt. Wenn ich noch eine Node markiert habe und ich drücke Shift auf die zweite, bewegen sich beide. Aber es ist schon ein Fortschritt. Ich will mich nicht beschweren. Ich weiß nicht, ob das irgendwann später eingebaut wurde oder jetzt. Unsere Sampler sind fertig. Running ist vorbei. Wollte ich euch nur mal sagen. War ganz begeistert, als ich das gesehen habe. War da sonst noch was? Achso, ihr könnt, wenn ihr Alt drückt und dann auf eine Node klickt, macht ihr eine Kopie. Ich war sowas von den Socken. Naja. Markieren wir alle, löschen die und gucken uns mal das Ergebnis an. Ja. Ursprungsbild. Das ist unser Ursprungsbild. Auch wieder sehr schön geworden. Da sehe ich Potenzial. Wir gucken uns mal die erste Chain an, die ein einfaches Upscaling ist.
Ist schön geworden. Gucken wir uns die zweite Chain an mit dem Upscaler Model. Auch schön geworden im Vergleich zu dem. Auch der Hintergrund. Beachtet hier den Hintergrund. Kann man schon denken, wo ihr hinguckt, aber beachtet den Hintergrund. Ist in der zweiten Chain schon wesentlich besser mit dem High-Res-Fix an der Stelle. Die dritte Chain mit dem reinen, das war das Latent Upscaler, genau, ist, wie gesagt, habe ich nur zum Vergleich eingebaut. Würde ich nicht benutzen, weil guckt mal hier hinten. Der Hintergrund ist eigentlich fast nicht zu gebrauchen an der Stelle. Dann haben wir hier noch, ja, das war ja der Latent. Moment, ich habe jetzt 1, 2, 3, 1, 2, 3. Warte mal. Nein, das war nicht der Latent. Vergesst es, das war das Control-Net-Teil. Stimmt, das hatten wir beim letzten Mal auch. Latent ist aber trotzdem irgendwie komplett verhunzt. Im Vergleich zu dem und dem. Zwar mehr Details, aber, nee. Und zum Vergleich nochmal meine, die eine Mischung aus verschiedenen Techniken ist. Ja. Geschmackssache. Ich glaube, diese Variante ist immer noch am nächsten. Moment, ich mache nochmal das simpel abgescalte Bild auf. Ich glaube, die Variante ist immer noch am nächsten am Original. Das hier ist das Original. Oder? Ist meine Meinung. Ich finde immer, dass mein persönlicher Workflow an der Stelle irgendwie noch als nächstes ins Original kommt. Gut, wie gesagt, ich packe das JSON, das speichere ich und lade es euch hoch. So, ich habe gerade überlegt, mit dem Grid, was ich euch eben gezeigt habe, ihr könnt hier, wenn ihr hier auf das kleine Zahnradsymbol im Steuerfeld klickt, könnt ihr hier noch die Grid Size angeben. Die steht standardmäßig auch auf 10. Ich mache es mal runter für mich, so. Und falls ihr beim Safen von Workflows das hier nicht haben möchtet, dieses Pop-up, weil es ist ja eigentlich Schwachsinn. Ihr gebt hier oben Dateinamen an und kommt dann aber ins Dateiverzeichnis rein. Das könnt ihr hier auch ausstellen, wenn ihr Require Confirmation, Prompt for File Name and Saving Workflow. Wenn ihr das ausstellt, und das mache ich jetzt auch, und drückt dann auf Save, dann kommt ihr automatisch in euren neuer File-Verzeichnis und könnt die Presets speichern. Gut. Also ich lade das JSON auf Pastebin hoch, hoffe, das funktioniert. Und sonst habe ich nur noch ein paar Randnotizen. Ich habe mir hier oben so ein paar Notes beiseite gestellt. Anstelle des Image Upscaling, Upscale Image, anstatt diese Note hier, Upscale Image, könnt ihr auch Upscale Image beinehmen. Hier könnt ihr im Prinzip einen Faktor angeben, um wie viel ihr das Bild vergrößern möchtet. Aber für vierfach würde ich euch das Upscaling Model empfehlen. Und ansonsten ist es ja immer so ein bisschen Good Guess. Ich wollte nur mal sagen, die Note gibt es. Wer möchte schon mit Skalierungen irgendwie rechnen? Macht Sinn wahrscheinlich in einem ein oder anderen Fall, aber ja, ne? Für jetzt nicht. Ich hätte schon gerne, ich weiß, wie groß mein Bild sein soll, dann möchte ich auch gerne die Zahlen dafür angeben. Okay, VAE Encode teilt und VAE Decode teilt gibt es auch noch. Da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, also nur ganz kurz schlau gemacht. Und im Prinzip ist das nur, das ist auch noch unter AddNode for Testing, findet ihr die beiden Dinger. Die sind also noch sozusagen ein bisschen in der Beta-Phase. Was der Anwendungszweck für die Teile ist allerdings, sollte das Bild, was ihr haben wollt, zu groß sein für einen Sampler, dass ihr, ich vermute mal, ein Out of Memory rennt oder sowas. Ich habe es jetzt noch nicht wieder geschafft. Ich konnte sogar ein 4K-Bild rendern mit dem Sampler. Brauchte ich aber eigentlich nicht bis jetzt. War aber technisch möglich. Dann kann es aber trotzdem sein, dass hier das VAE Encode das nicht mehr hinkriegt. Dass das Bild zu groß ist, um es in den Latent Space zu konvertieren oder wieder zurück in ein Bild
umzukonvertieren, dann solltet ihr diese Tiled versuchen, weil diese Nodes intern das Bild in kleinere Stücke zerlegen, diese kleineren Stücke dann encodieren und dekodieren und dann wieder am Ende zu einem Bild zusammenfügen. Ne? Nur, dass ihr es wisst, falls ihr da irgendwie in Errors rennt oder so, dann könnt ihr auch mal diese Tiled-Varianten ausprobieren. Und eine Sache noch, das habe ich eingangs vergessen zu erwähnen, die Control-Nets. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, aber die Control-Nets, die ich euch gezeigt habe, haben ein SD15 im Namen. Das bedeutet, die funktionieren auch nur mit Stable Diffusion 1.5 Models. Behaupte ich jetzt mal. Ich habe letztes Mal beim Testen gesehen, dass ich einen Stable Diffusion 1.5 LoRa auf einem SDXL Workflow anwenden konnte. Hat mich überrascht. Da muss ich nochmal weiter nachforschen, ob ich da noch, ob ich das bestätigen kann oder so. Aber im Prinzip, die sind für Stable Diffusion 1.5 trainiert, diese Control Nets, und funktionieren dann auch nur mit dem entsprechenden Models. Ja, gut. Ich hoffe, ich konnte es euch gut vermitteln, welche verschiedenen Workflows es gibt. Ich versuche das JSON zu posten und ansonsten wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Rumprobieren. Bin mal gespannt, welche Upscaling-Methoden ihr am besten findet. Aber für dieses Video soll es jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch noch was. Macht es gut und tschüss bis zum nächsten Video. Bye bye.